Hotel. Wir hatten tatsächlich richtig großes Glück, dass wir ein Upgrade bekommen haben, als wir in das Hotel eingecheckt haben. Eigentlich hatten wir tatsächlich nur ein Standard-Doppelzimmer für 120 € die Nacht gebucht und haben jetzt ein Upgrade auf die Junior Suite bekommen mit Meerblick. Richtig fantastisch. Und wir haben jetzt mal einen Vergleichspreis rausgesucht und tatsächlich wäre das im März für 3 Nächte, also für den gleichen Zeitraum, den wir jetzt auch hier sind, 990 €. Da haben wir jetzt ein großes Schnäppchen gemacht. Das Hotel ist wirklich fabelhaft. Wir haben einen richtig tollen Ausblick auf die Skyline von Istanbul und sind sehr, sehr glücklich, dass wir dieses tolle Hotel bekommen haben. Besonders das Frühstück finden wir auch richtig cool. Man bekommt jeden Morgen ein traditionelles, tolles türkisches Frühstück und kann dabei die Skyline von Istanbul genießen. Richtig, richtig schön. Was uns natürlich ganz besonders gut gefallen hat, war, dass wir am ersten Tag kurz in den Pool gesprungen sind. Beziehungsweise war ich zuerst alleine am Pool und auf einmal habe ich was Mauzen gehört und habe mit dem Handy gespielt und plötzlich saß eine Katze bei mir auf meiner Liege und ja, die ist ziemlich freundlich und sehr, sehr anhänglich. Wir haben sie jetzt auch gestern schon mit Leckerlis gefüttert und die leistet uns hier gute Gesellschaft. Vielleicht kommt sie ja nachher auch nochmal vorbei. Wenn ihr von Istanbul nach Büyükada kommt, nehmt auf jeden Fall die Fähre. Die fährt zum Beispiel aus Kabataş, aber auch von der asiatischen Seite. Da kann man ziemlich viel Geld sparen. Wenn ihr eine einfache Fahrt macht mit der Fähre, kostet die 68 Lira aktuell im September 2024. Man kann auch Ausflüge buchen, Tagesausflüge, wo man morgens mit einem Schiff herkommt und dann nachmittags bzw. abends wieder zurückfährt. Die sind aber deutlich teurer. Nehmt auf jeden Fall die Fähre, die ist immer die günstigste Variante. Auf der Insel könnt ihr euch tatsächlich mit E-Bussen und E-Taxis fortbewegen. Das war bis 2020 noch anders. Da gab es hier Pferdekutschen. Aufgrund der Initiative von Tierschützern wurde das allerdings geändert und seitdem gibt es halt diese E-Taxis und E-Busse. Die haben unterschiedliche Preisstufen für Einheimische und für Touristen. Und man kann sowohl mit der Istanbul-Card als auch mit der Kreditkarte bezahlen. Der Kreditkartenpreis ist aber fast doppelt so hoch, als wenn man mit der Istanbul-Card das Ticket für den Bus kauft. Im Vergleich, die einfache Fahrt mit der Metro in Istanbul kostet 20 Lira. Hier kostet eine Fahrt mit dem E-Bus 68 Lira, ist also deutlich teurer als in der Stadt. Aber ist absolut noch vertretbar. Wenn man es umrechnet, sind es ja auch nur knapp über 2 € pro Fahrt. Das ist völlig in Ordnung. Unser tolles Hotel mit einem tollen Ausblick ist natürlich auf einem Berg gelegen. Ansonsten wäre der Ausblick ja nicht so fabelhaft. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, wenn wir unten in der Stadt sind, zum Abendessen zum Beispiel, dass wir dann mit dem Taxi wieder hochfahren. Das ist aber tatsächlich auch gar nicht so teuer. Das Einzige, was halt recht hoch ist, ist diese Einstiegsgebühr. Die kostet 86 Lira aktuell und dann geht es halt pro Kilometer. Aber letztendlich zahlen wir 160 Lira, 170 Lira Maximum, um auf den Hügel zu kommen. Und deshalb ist es immer noch ein guter Deal, wenn man sich den steilen Berg nach oben sparen möchte. Was uns zusätzlich gut gefallen hat, war das etwas günstigere Preisniveau zu Istanbul. Zum Beispiel gab es 3 Kugeln Eis für 80 Lira, was ungefähr 2,50 sind. Dafür kriegt man auf Istanbul höchstens eine Kugel. Auch bei den Restaurants haben wir gemerkt, dass die Preise etwas niedriger sind als in Istanbul. Wir haben für sehr gute Pide 7 € gezahlt. Das kriegt man in Istanbul höchstens ganz weit außerhalb der Stadt. Seinen Tagesablauf gestaltet man wahrscheinlich hier etwas entspannter als in Istanbul. Es gibt nicht so viel zu sehen, aber man kann schöne Wanderungen oder Radtouren planen und buchen. Wir haben zum Beispiel eine schöne Wanderung zu einem ehemaligen Waisenhaus und einem Kloster gemacht. War sehr schwitzig, aber dennoch sehr schön, vor allem die Aussicht. Es gibt auf der Insel viele Läden, an denen man günstig Fahrräder mieten kann und komplett um die Insel fahren kann. Das dauert nicht allzu lange. Mit diesen Fahrrädern kann man auch einige Beachclubs auf der Insel anfahren. Das haben wir zwar gar nicht gemacht, denn die Beachclubs kosten recht viel Eintritt und sehen auch bei Google Maps zumindest nicht so gut aus. Wir hatten zum Glück einen Pool. Dafür gibt es im Süden der Insel einen kostenlosen Strand, den man am besten mit dem Bus oder Fahrrad erreicht. Man kann zusätzlich aber noch 4 weitere Inseln mit der Fähre anfahren, auf denen sich weitere Badestrände befinden. An unserem letzten Abend durften wir dann sogar noch bei unserem Pidemann hinter die Kulissen schauen und erfahren, wie die Lahmacun und Pide hergestellt werden.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.